Hello and welcome back to our series on Bach's Orgelbüchlein. Today is a little bit different because I'm in conversation with Christian Stehr here in St. John's Church in Neubrandenburg in Germany. And so the conversation is going to be half in English and half in German, and both will be subtitled at all times. Hello, Christian. Hello. So the first question which I had is Orgelbüchlein. What does it mean to you as a collection? Es war, als ich anfing mit Orgelspielen, relativ schnell so das erste Ziel, die erste Hürde, unter dem Motto, wenn man das spielen kann oder damit anfängt zu spielen, dann hat man richtige Orgelmusik unter den Fingern. Und ich glaube, so würde ich es auch heute noch bezeichnen, die Stücke sind sehr dicht. Es ist meistens ja eine Idee, die sehr vielfarbig ausgestaltet wird, aber es sind nicht so wie im Stilus Fantasticus oder Buxtehudes viele Ideen, die auch miteinander konkurrieren, sondern es ist eine Idee, die durch verschiedene Tonarten und so weiter geführt wird. Es ist wie eine Art Etüde, eine sehr musikalische Etüde. Und das ist ein Stück weit unerbittlich, weil man nicht schummeln kann. Man hört sehr genau, ob man diese Idee, die musikalische Idee, die technischen Ansprüche, ob man die in allen Tonarten, in allen Kadenzbereichen beherrscht, die Bach komponiert hat. Und wenn man das nicht kann, dann ist man eigentlich mit dem Stück gescheitert oder muss sagen, vielleicht in ein paar Wochen nochmal probieren. Während bei vieler anderer freierer Orgelmusik kann man mal zwischendurch ein Ritardando machen, umregistrieren, man ist etwas freier in einer großzügigen, immer noch musikalischen Gestaltung, aber man kann sich viel mehr, man kann die Musik auf sich selber zubewegen. Und das ist in dem Orgelbüchlein, glaube ich, nicht so. Es scheint mir eine etwas objektivere Musik zu sein. Ich glaube, es ist aber, wenn man es heute verwenden will, dann muss man sich das gut überlegen, damit es auch seine Wirkung hat. Diese konzentrierte Musik, ich glaube, wenn man die auf ein Konzertpublikum loslässt, man wird nicht gleich Applaus bekommen. Wenn man sonst einen ganzen Abend lang Orgelbüchlein spielt, das ist etwas sehr Enzyklopädisches. Also es ist so, als wenn man ein Lexikon Band A vorliest. Langweilig nicht. Irgendwie, ja, es fehlt die Relevanz, die Farbigkeit. Und ich glaube, gerade bei diesem Stück hier muss man erstmal ein Gespür auch für den Choral bekommen, was das Lied ausmacht, was die Atmosphäre des Liedes ist, um dann auch zu verstehen, wie toll das von Bach umgesetzt ist. To move on to this particular piece, to Indulge Jubilo. First of all, there is a question raised by the title, Indulge Jubilo. Is it to be Dulce or is it to be Jubilo? Also ich glaube deshalb Jubilo ist das wichtigste Wort, um auch abzuheben und zu merken, das ist etwas, da geht das Herz auf. Das ist keine akademische Musik, keine akademische Melodie für den praktischen Gebrauch einer Gemeinde, die Sonntag singt, sondern das ist ein Lied, was sich sehr öffnet, etwas sehr Persönliches. But the big question which we all have about Indulge Jubilo is the rhythmic problem. Do we adapt the twos against threes, or do we play them exactly in rhythm? What do you do, Christian? Ich spiele es als separate Schichten. Dass das eine Fragestellung ist mir erst jetzt gestern klar geworden, als ich nochmal Sekundärliteratur darüber las, wo das auch diskutiert wurde. Und ich habe das
Stück so kennengelernt. Interessant fand ich den Hinweis auf die Schreibweise, die Bach verwendet. Das ist ja eigentlich rhythmisch falsch, weil wenn man die triolische Ebene müsste eigentlich in Vierteln notiert sein. Ja. Also unter einer halben sind 3 triolische Viertel, aber nicht 3 triolische Achtel. Ja. Ich finde es aber sehr charmant, dass er das so notiert, wie er es jetzt notiert. Nämlich für mich sind diese sagen die Triolenachtel, anders als Triolenviertel, geh flüssig nach vorne. Lass es fließen. Während der Cantus firmus in Ganzen und Halben vermittelt für mich eine freundliche Ruhe. Also ich glaube, wenn jetzt Bach gesagt hätte, okay, ich schreibe Triolenachtel, also wäre mathematisch richtig den Choral in Vierteln und Halben, ich glaube, es würde unruhiger wirken. Von daher glaube ich, ist es auch Musik fürs Auge, die einfach so wirkt. Wir haben eine ruhige Schicht und eine lebendige Schicht. Er mischt es nun in einer Partitur zusammen, aber ich glaube, er sagt auch, es sind eigentlich 2 getrennte Schichten. Und das Angleichen ist auch grafisch nicht erkennbar, wenn man das Manuskript nimmt. Da ist halt die Viertel sehr genau gerade. But it's possible also that Bach didn't write the different parts at the same time. In other words, that he wrote one part and then he wrote the next part underneath it and then the next one underneath, and therefore he wasn't worrying about which note lines up with which one. Noch eine andere Idee ist mir gekommen. Es gibt von Pachelbel ein Choralvorspiel vom Himmel hoch, da komme ich her, wo er Repetitionen macht, die vielleicht Glöckchen sind. Und ich weiß nicht, das ist nun zufällig auch ein Weihnachtschoral und dieses hier von Bach jetzt auch, ob es da eine Verbindung gibt. Aber das war für mich eine Hilfe zu erklären, okay, dieses Stück von Pachelbel, das ist nicht philosophische Musik, das ist einfach Aufregung, Glöckchen am Schlitten oder Kirchenglocken oder so. Es ist etwas sehr Einfaches. Und da jetzt also das triolisch anzugleichen, scheint mir nicht sinnvoll. Es ist eine lustige Schicht, dieses Tam, Pam, Tam, Tam, Tam. How about registration? How do you register this piece? Ich hatte hier an meiner Orgel nicht ganz so viele Möglichkeiten, zunächst mal, weil im Pedal sind 2 labiale Vierfüße. Ich glaube, wenn man noch einen Zweifuß hätte oder vielleicht eine Zunge Vierfuß oder eine Zunge Zweifuß oder sogar mehr, man hätte viel mehr Freiheiten auch zu experimentieren. Ich war jetzt erstmal davon ausgegangen, ohne zu koppeln, vielleicht erstmal mit diesen beiden Vierfüßen zu probieren, was passiert dann. Und ich glaube, dann ist das der Kanon nicht gleichberechtigt zwischen rechter Hand und dem Pedal, sondern das Pedal ist dann mehr eine Art Echo, eine Art Nachklang. Ja. Die rechte Hand wollte ich gerne in einer lebendigen Klangfarbe haben. Ich habe jetzt nur auf Basis Gamba 8, die bei uns eher ein Salizonal ist, aber Gamba 8 und dann einen Zweifuß. Das ist ein sehr heller Klang, der aber auch etwas wenig Aufdringliches, finde ich, hat. Also es ist was sehr Helles, aber es ist sehr ätherisch, finde ich. Ja. Das war mir aber für die linke Hand zu wenig Fundament. Und deshalb habe ich gesagt, es gibt eigentlich ein paar Stellen, wo man Töne der rechten Hand in die linke übernehmen muss, aber das geht auch an den wenigen Stellen sehr gut auf 2 Manualen, einmal kurz abzulangen. Dann könnte ich auf die linke Hand auf einem separaten Manual spielen, was eher die Bassfunktion gut ausfüllt, schnell anspricht, einen guten fundierten Klang macht.
insofern trenne ich die beiden Aufgaben, die es gibt, den hellen, brillanten Cantus firmus in der rechten Hand und das eher fundamentbetonte der linken Hand. Sicher könnte man auch noch mal probieren zu sagen, ich habe ja eine zweimanualige Orgel, ich könnte zum Beispiel vom zweiten Manual 2 Fuß, 1 Fuß runterkoppeln ins Pedal und dann noch einmal neu überlegen, dann müsste ich halt die Hände alles auf einem Manual spielen. Ich weiß es nicht, wohin es führen würde. Ja. Weil der Umfang des Pedals, also an modernsten amerikanischen Orgeln, die im Pedal bis G1 gehen, da könnte man das natürlich machen. Niemals in Deutschland. Nicht in Deutschland, nein, genau. Ich finde übrigens die Notation von Bach sehr charmant, weil er schreibt zwar Pet rein, also es ist sehr eindeutig, wie man das technisch lösen soll, aber er schreibt eigentlich mehr ein Notenbild, was für die Analyse taugt, nämlich dass man einfach diese Achtellinien gut sieht und die Cantus firmus Linien im Kanon. Und die tiefste Stimme ist halt nicht wie in einer modernen Druckausgabe das Pedal, sondern es ist tatsächlich die linke Hand. Man versteht also, glaube ich, auch die Funktion der linken Hand etwas besser aus dem Notenbild von Bach. Und das Notenbild ist allerdings tatsächlich, ja, so wie man es hören wird, oder es spiegelt den Höreindruck wider und nicht die technische Umsetzung. Ich glaube, als Spieler, wenn man eine moderne Ausgabe hätte, die auch mit 2 Systemen arbeitet, also Bachs Schreibweise kopiert, man müsste viel mehr denken. Aber das Problem ist, wenn man es sich das Leben einfach macht mit einer modernen Ausgabe auf 3 Systemen, dann muss man später einmal denken, nämlich was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, Bachs Notation ist erstmal eine höhere Hürde, aber kommt dann schneller zu einem Ziel. Have you any other thoughts? Anything? Nein. Thank you again, Christian, for being with us today and for sharing these thoughts with us. It was really great. Es hat mir Spaß gemacht. Und vor allem auch den Blick wieder auf das Orgelbüchlein gerichtet. Also ich muss gestehen, es war etwas weiter weg und jetzt ist es näher ran. Genau, alles gut. Ja, danke.